die mächtigste Rakete der Welt. Der Starship Booster hat gerade zum ersten Mal erfolgreich alle Triebwerke der nächsten Generation gezündet und erstmals auch vom Schiff. Wann sehen wir das Starship endlich starten? Warum feuert Blue Origin einen Booster, der schon mal geflogen ist? Amazon wirft fast 12 Milliarden Dollar auf den Tisch. Aber wofür braucht ein Online-Händler eine Satellitenarmee? Ein europäischer Rover wartet seit 25 Jahren auf seinen Flug zum Mars und ausgerechnet jetzt bekommt er sein Ticket. Ja, und was stimmt nicht mit unserer Sonne, wenn selbst ihre langsamen Winde 4-mal schneller rasen, als jedes Modell vorhergesagt hat? Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, euer Space Update auf Deutsch. Die Starship V3-Ära steht unmittelbar bevor. Ship 39, die Oberstufe für den kommenden Flug 12, hat in der Starbase einen eindrucksvollen Test hingelegt. Rund 52 Sekunden Static Fire mit 6 Raptor-Triebwerken, die volle geplante Testdauer. Im realen Flug brennt die Oberstufe dann noch länger, mehrere Minuten, aber für einen ersten Volltest aller 6 Triebwerke auf dem Boden ist das ein großer Meilenstein. Und das entscheidende Detail, die Hitzeschutzkacheln, die blieben nach dem Test komplett intakt. Wer sich an die vergangenen Starship-Flüge erinnert, bei denen sich ja Kacheln im Aufstieg lösten und den Wiedereintritt so zur Zitterpartie machten, der versteht, warum genau diese Details hier für Schlagzeilen sorgen. Und Ship 39 war nur die halbe Geschichte. Booster 19, der erste Super Heavy Booster der dritten Starship-Generation, hat diese Woche auf Pad 2 ebenfalls einen Static Fire, sogar einen ersten vollständigen Static Fire mit allen 33 Raptor-Triebwerken absolviert. Sind ja die neuen V3 Raptoren. Etwa 20 Sekunden kontrolliertes Inferno über der texanischen Küste, klingt kurz, aber in der Raketentechnik steckt darin ein kompletter Systemcheck. Bodensysteme, Treibstoffzufuhr, Triebwerkssteuerung, Strukturlasten, alles gleichzeitig unter Volllast. Und dieser Booster, der ist kein Prototyp im Labor, der steht jetzt auf der Startrampe. Was diese Tests aber zum echten Ereignis macht, ist der Hardware-Sprung, den die V3 gegenüber der Vorgängerversion darstellt. Das Gesamtsystem misst jetzt 124,4 Meter. Das ist gut 1,2 Meter mehr als bei V2. Das klingt jetzt nach wenig, aber die entscheidenden Zahlen, die stehen woanders. Neue Hardware-Generation bei den Triebwerken, über 100 Tonnen Nutzlastkapazität in den niedrigen Erdorbit, soll jetzt wirklich dann auch erreicht werden. Die bisherige Version lag bei deutlich unter der Hälfte. SpaceX erhöht also jetzt endlich die Transportleistung der mächtigen Rakete. 100 Tonnen in den Leo, dafür bräuchte man 6 Falcon 9 Starts. Nach den Tests rollten die beiden Vehikel zurück in die Mega Bay 1 und 2. Damit sind die beiden kritischen Meilensteine vor Flug 12 abgehakt, Booster gezündet, Schiff gezündet, Hitzschutzkacheln gehalten. SpaceX hat sich jetzt noch nicht auf ein konkretes Startdatum für Flug 12 festgelegt, aber die aktuellen Signale deuten auf Mai. Am Donnerstag sagte Elon Musk auf X, dass Chip und Booster in wenigen Wochen bereit sind für ihren Flug. Moment mal, an der Stelle waren wir doch schon mal. Naja, aber es sieht gut danach aus. Die Tragweite von V3, wenn es klappt, reicht weit über Boca Chica hinaus. Die V3 ist das Fundament für die nächsten Schritte im Artemis-Programm. Ohne ein Starship, das verlässlich über 100 Tonnen in den Orbit bringt, funktioniert das Betanken im All nämlich nicht für den Starship-Lander. Und ohne orbitale Betankung keine Mondlandung. Das NASA-Mondprogramm hängt damit direkt an den Teststätten in Südtexas. Was mir persönlich auffällt, auch wenn das Tempo in den letzten Monaten in der Starbase etwas langsamer war, als wir es eigentlich gewohnt sind, das Tempo von SpaceX ist immer noch atemberaubend und schneller als die Konkurrenz und das Programm wirkt echt danach, dass es jetzt erwachsener wird. Vor 3 Jahren war der erste Starship-Flug noch ein explodierender Feuerball kurz nach dem Start über dem Golf von Mexiko. Jetzt reden wir über die dritte Hardware-Generation, orbitale Fluglizenzen und eine Nutzlast, die den gesamten Schwerlastmarkt neu definiert. Die Frage ist längst nicht mehr, ob Starship funktioniert. Die Frage ist, wann und wie schnell der Rest der Branche reagiert. Wo Blue Origin steht, das klären wir gleich. Denn wer zu langsam reagiert, der verliert. Und das gilt nicht nur in der Raumfahrt. Kurze Frage. Wer von euch hat diese Woche einen Anruf von einer Nummer bekommen, die er nicht kannte und ist trotzdem rangegangen? Ich auch. Freitagabend 17:23 mitten in der Aufzeichnung der Senkrechtstarter News. Unbekannte Nummer, könnte ja was Wichtiges sein. War es nicht. Irgendwas mit Energievertrag und einmalige Chance. Ja, ich habe aufgelegt, aber ehrlich, für 2 Sekunden, da habe ich zugehört und genau das reicht denen, ja. Das Video heute wird euch präsentiert von NordVPN und ja, VPNs, die kennt ihr alle, aber NordVPN ist mittlerweile deutlich mehr als nur verschlüsseltes Surfen. Was mich aktuell am meisten interessiert, ist der Bedrohungsschutz Pro. Das Ding erkennt Phishing-Seiten, blockiert Fake-Shops und scannt Downloads auf Malware, bevor sie auf eurem Rechner landen. Quasi eine Sicherheitsschleuse zwischen euch und dem ganzen Müll da draußen. Und jetzt neu für Android, ein Anrufschutz. Wenn eine verdächtige Nummer nämlich anruft, dann bekommt ihr direkt auf dem Display eine Warnung, bevor ihr überhaupt rangeht. Läuft im Hintergrund, braucht keine VPN-Verbindung,
kein extra Abo, bei 85.000 Beschwerden wegen Rufnummernmissbrauch allein letztes Jahr bei der Bundesnetzagentur ist das nicht nice to have. Das ist Grundausstattung, sozusagen das Hitzeschild eures Telefons, damit der ganze Schrott in der Atmosphäre verglüht, bevor er bei euch einschlägt. Holt euch NordVPN über meinen Link nordvpn.com/nordstarter. Ihr bekommt den exklusiven Deal plus 4 Bonusmonate obendrauf und wenn ihr nicht zufrieden seid, 30 Tage Geld zurück, kein Risiko. Zurück ins All und zu einer Crew, die nach Tagen zwischen Erde und Mond wieder festen Boden unter den Füßen hat. Die Artemis 2 Crew ist wohlbehalten zurück und blickt bereits nach vorne. Commander Reed Wiseman sagte in der ersten Pressekonferenz nach der Wasserung, eine Mondlandung mit Crew, die sei not the leap I thought it was, also absolut machbar. Die technischen Anomalien der Mission, das kleine Helium-Leck im europäischen Service-Modul und die Verstopfung im Toilettensystem wurden alle als beherrschbare Probleme eingestuft, die keinerlei Auswirkung auf den Missionserfolg hatten. Parallel dazu ordnet das Weiße Haus über das Office of Science and Technology Policy die Entwicklung von nuklearen Reaktoren mit 20 Kilowatt Leistung für den Weltraum an. Zieldatum da 2028. Diese sogenannten Mid-Power-Reaktoren, die sind eine Schlüsseltechnologie für permanente Mondbasen und langfristig auch für den Mars. Die Direktive, die ist allerdings bisher ein Papier ohne konkretes Budget oder benannten Auftragnehmer. Vom Mond zum Mars. Nach 25 Jahren voller Verzögerungen, Partnerwechsel und politischer Kehrtwenden hat der europäische Mars-Rover Rosalind Franklin endlich ein Ticket. Die NASA hat das Go für die Implementierung der Hardware für den Start auf einer SpaceX Falcon Heavy gegeben. Geplant ist der Start für Ende 2028 mit Ankunft am Mars dann im Jahr 2030. Das Hauptinstrument des ESA-Rovers ist ein Bohrer, der Proben aus bis zu 2 Metern Tiefe entnehmen kann. Tiefer als alles, was je auf dem Mars gebohrt hat. In dieser Tiefe sind dann Gesteinsproben von der aggressiven UV-Strahlung an der Marsoberfläche geschützt, die organische Moleküle an der Oberfläche innerhalb von Jahrmillionen zerstören. Zur Einordnung, die ESA hatte den Rover ursprünglich gemeinsam mit Russland auf einer russischen Proton-Rakete starten wollen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 wurde die Partnerschaft aber aufgelöst. Seitdem sucht Rosalind Franklin nach einem neuen Platz. Dass ausgerechnet eine amerikanische Privatrakete die europäische Mars-Mission zum roten Planeten bringt, ist ein ernüchterndes Statement über die aktuellen Kräfteverteilung in der Raumfahrt. Aber immerhin, der Rover fliegt. Von Mars-Raketen zu Satellitenkrieg. Vor gut 2 Wochen war Globestar am Markt noch rund 9 Milliarden Dollar wert. Jetzt zahlt Amazon 11,57 Milliarden Dollar. Amazon übernimmt den Satellitenbetreiber und baut damit das Projekt Amazon Leo auf. Ein eigenes Breitbandnetz im niedrigen Erdorbit auf der bestehenden Infrastruktur dann von Globestar auch. Der Abschluss, der wird für 2027 erwartet. Globestar ist kein unbeschriebenes Blatt. Das Unternehmen betreibt bereits Apples Notruf-Satellitenservice für iPhones. Amazon kauft da also nicht nur Frequenzen und Orbitalplätze, sondern ein funktionierendes Netz mit zahlender Kundschaft. Zusammen mit der eigenen Amazon Leo-Konstellation entsteht ein Doppelschlag gegen SpaceX Starlink-Dominanz. Die Eskalation zwischen Bezos und Musk im Orbit erreicht damit eine neue Dimension. Ebenfalls diese Woche abgeschlossen, Rocket Lab hat die Übernahme des deutschen Laserkommunikationsunternehmens Mynaric aus Oberpfaffenhofen für rund 155 Millionen Dollar finalisiert. Die Konsolidierungswelle in der Satellitenbranche rollt mit voller Wucht voran. Von Satelliten zu unserem Zentralgestirn, der Sonne. Die ESA-Mission Proba 3, ein Tandem aus 2 Satelliten, das künstliche Sonnenfinsternissen erzeugt, um die Sonnenkorona zu beobachten, hat eine handfeste Überraschung mitgebracht. Und das ausgerechnet jetzt, wo das Team erst vor wenigen Tagen aufatmen konnte. Nach einem einmonatigen Kontaktverlust im Februar meldete sich der Koronograph-Satellit Mitte März zurück und wurde Anfang April dann erfolgreich vom Notfall in den manuellen Steuermodus überführt. Die Sonde ist jetzt wieder stabil auf die Sonne ausgerichtet. Nächste Woche prüft das Team, ob der Wissenschaftsbetrieb vollständig wieder aufgenommen werden kann. In der inneren Korona, also dem glühenden Strahlenkranz unmittelbar über der Sonnenoberfläche, maß die Sonde sogenannte langsame Sonnenwinde mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Kilometern pro Sekunde. Das klingt nach langsam. Im kosmischen Maßstab ist es das auch. Schnelle Sonnenwinde erreichen nämlich über 700 Kilometer pro Sekunde. Die bisherigen Modelle sagten für die jetzt beobachtete Region aber nur 100 Kilometer pro Sekunde vorher. Die gemessenen Werte sind also um ein Vielfaches höher als erwartet. Das ist, als würde man einen Fluss vermessen und feststellen, dass er 3-mal schneller fließt, als alle Karten das behaupten. Warum das wichtig ist? Sonnenwinde treiben das Weltraumwetter. Sie bestimmen damit, wie stark geomagnetische Stürme auf unsere Infrastruktur einwirkt. Wenn schon die langsame Variante deutlich schneller ist als gedacht, müssen die Vorhersagemodelle grundlegend überarbeitet werden. Ein zeitgleich veröffentlichter Bericht des British Science and Technology Facility Councils warnt, extreme Sonnenstürme, wie sie statistisch alle 100 bis 200 Jahre auftreten, können Stromnetze und GPS-Satelliten für Wochen lahmlegen.
Während die Modelle für Sonnenstürme wanken, wankt auch eine einzige Raumfahrt-Supermacht. Lev Zeleny, Wissenschaftsdirektor des Russischen Instituts für Weltraumforschung, hat offiziell bestätigt, was die Branche seit Jahren vermutet. Russland wird in den nächsten 10 Jahren keine Mission mit Crew jenseits des niedrigen Erdorbits durchführen. Kein Mond, kein Deep Space. Ein offizielles Eingeständnis des strategischen Rückfalls der Nation, die einst den ersten Menschen ins All schickte. Während die USA gerade von der Mondumrundung zurückkehren, China sein eigenes Mondlandeprogramm vorantreibt und selbst Indien seine Crew-Transportkapazität mit Gaganyaan testet, zieht sich Russland auf den erdnahen Orbit zurück. Der neue Wettlauf zum Mond ist ein Rennen ohne Russland. Ursprünglich wollte Russland sich am chinesischen geführten Mondprogramm beteiligen. Apropos China, damit kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 14.04., da startete CAS Space eine Kinetica 1 vom Kosmodrome Jinquan an Bord 8 Erdbeobachtungssatelliten der Jilin-1-Konstellation. SpaceX brachte in 2 Falcon 9 Flügen insgesamt 54 Starlink-Satelliten ins All. Am Dienstag 14.04. von Cape Canaveral und am Mittwoch 15.04. von Vandenberg Space Force Base, also Westküste. Freitag 17.04. da hob eine Soyuz 2.1b von Plesetsk mit einer nicht näher bezeichneten russischen Militärnutzlast ab. Ebenfalls am Freitag startete eine Langer Marsch 4C und zwar von Jinquan. An Bord war der chinesische Atmosphärenüberwachungssatellit Daqi 2. Bevor wir weitermachen, eine kurze Info in eigener Sache. Wir haben einen brandneuen Merch-Shop unter shop.senkrechtstarter.net. Da findest du ab sofort frische Designs, die deine Raumfahrtbegeisterung auch außerhalb von YouTube sichtbar machen. Ob T-Shirt, Hoodie oder jetzt neu mit Schreibblock oder Rucksack. Schau einfach mal rein und schau, was für dich da dabei ist. Den direkten Link, den findest du auch in der Videobeschreibung. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, die deutschsprachige Raumfahrtberichterstattung noch weiter voranzutreiben und noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern, den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findest du ebenfalls dort. Als direkter Unterstützer bekommst du ja alle Videos einen Tag früher und komplett werbefrei. Das ist unser Dankeschön an alle, die dieses Projekt mittragen. Dankeschön. Damit geht's wieder zurück auf die Startrampe. Am vergangenen Donnerstag, da hat Blue Origin nämlich den bereits einmal geflogenen New Glenn Booster mit dem coolen Namen Never Tell Me the Odds auf Pad 36 in der Cape Canaveral Space Force Station gezündet. 19 Sekunden lang feuerten die Triebwerke. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein bereits geflogener New Glenn Booster einen Static Fire observiert hat. Ein entscheidender Schritt dann auf dem Weg zur Wiederverwendung. Letzte Woche hatten wir ja bereits über die aktuellen Startvorbereitungen berichtet, dachten auch, dass der Start wahrscheinlich Mitte der Woche ist. Jetzt doch nicht. Übrigens für die anstehende 3. New Glenn Mission, da hat Blue Origin vorsorglich alle 7 BE-4-Triebwerke durch fabrikneue Exemplare ersetzt. Die Nutzlast auf diesem 3. New Glenn Flug, ein AST Space Mobile Bluebird Block 2 Satellit. Dessen Kommunikationsantenne, die spannt sich über 323 Quadratmeter auf. Damit wird er einer der größten kommerziellen eingesetzten Satelliten im niedrigen Erdorbit. Und genau dieser Start, der steht unmittelbar bevor, wenn ihr jetzt gerade am Sonntagmorgen die News seht. Aktuell soll jetzt gleich dann am Sonntag um 12.45 Uhr die New Glenn von Cape Canaveral abheben. Es wäre der erste Wiederverwendungsversuch einer New Glenn R-Stufe. Wir machen dazu natürlich einen Livestream, schaltet ein, bringt eure Leute mit und lasst uns gemeinsam die Raumfahrt feiern. Lasst uns noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Den Auftakt also Blue Origin am Sonntag mit dem bereits erwähnten New Glenn Start von Cape Canaveral, also der 3. Start und der erste Wiederverwendungsversuch der Erststufe. Am Montag, da folgt ein SpaceX Falcon 9 Start, ebenfalls von Cape Canaveral mit dem 10. und damit letzten GPS-3-Satellit. Damit wäre die gesamte GPS-3-Konstellation komplett im Orbit. Am Mittwoch, da starten gleich 2 Missionen. Rocket Lab führt einen suborbitalen Electron-Haste-Flug durch, und zwar von Wallops, also Virginia, und eine Falcon 9, die bringt von Vandenberg Starlink-Satelliten ins All. Am Donnerstag, da hebt wahrscheinlich eine Electron vom Rocket Lab Hauptstartplatz in Neuseeland ab, und zwar mit 8 japanischen Satelliten der JAXA Rideshare-Mission Kakushin Rising. Darunter ist ein Satellit mit einer Origami-Faltantenne, die sich auf das 25-fache ihrer verstauten Größe entfalten kann. Die Nutzlasten, die da mitfliegen, die sollten ursprünglich auf einer japanischen Epsilon S fliegen, die nach Testproblemen mehrfach verschoben wurde. Am Samstag, da testet Südkorea erstmals die Vollversion seiner militärischen Feststoffrakete auf einem Orbitalflug von einer Seeplattform aus. Ist dann ein Erstflug, den man im Auge behalten sollte. Ebenfalls am Samstag, da startet eine weitere Falcon 9 mit Starlinks. Und am Sonntag dann schießt eine Soyuz 2.1A von Baikonur mit dem ISS-Versorgungsflug Progress MS-34 die Woche ab. Nicht vergessen, nordvpn.com/Nordstarter. Das ist der exklusive Deal. 4 Bonusmonate, 30 Tage risikofrei testen. Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Starship V3 zündet die nächste Stufe. Amazon greift mit fast 12 Milliarden nach den Sternen und Europas Mars Rover hat nach einem Vierteljahrhundert endlich einen Startplatz. Am Sonntag dann steht der nächste Kracher an. Blue Origin will zum ersten Mal einen geflogenen New Glenn Booster wiederverwenden. Wir sind live dabei.
ab der Mittagszeit hier auf dem Kanal. Also ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und ich würde sagen, dann feiern wir die Raumfahrt. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.